Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Stellen Sie sich eine Entdeckung vor, die so brisant ist, dass sie an den Grundfesten dessen rüttelt, was wir über einen der berühmtesten Orte der Erde zu wissen glaubten, den Grand Canyon. Graham Hancock, der renommierte Journalist und Forscher, hat gerade etwas so Schockierendes aufgedeckt, dass es die Geschichte, wie wir sie kennen, neu schreiben könnte. Aber dies ist nicht irgendeine Enthüllung. Sie deutet auf etwas viel Dunkleres und Geheimnisvolleres hin. Etwas, das die Art und Weise verändern könnte, wie wir unsere Vergangenheit betrachten und unsere Zukunft. Die große Diskrepanz, Graham Hancocks Theorie. In der langen Liste der Nationalparks und sensationellen Orte auf der Welt ist der Grand Canyon zweifelsohne einer der bekanntesten und beliebtesten unter vielen. Von seiner Größe bis hin zu seiner Schönheit und seinen fesselnden Merkmalen hat dieses Wunderland alles, was Menschen anzieht und sie in Ehrfurcht versinken lässt. Touristen, Entdecker und Wissenschaftler können dieses Naturwunderland kaum aus den Augen lassen, denn es hat für jeden etwas Besonderes zu bieten. Von den atemberaubenden Aussichten bis hin zu den beeindruckenden geologischen Merkmalen wie Felsen, steilen Bergen und Tälern ist der Canyon wie ein ganz anderes Universum auf der Erde. Menschen aus aller Welt reisen hierher, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich das Leben in einem offenen Wunderland anfühlen und schmecken würde. Abgesehen davon bietet der Grand Canyon auch ein faszinierendes geologisches Phänomen. Und ein Paradebeispiel dafür ist die große Diskordanz. Die große Diskordanz ist eine verblüffende Grenze zwischen zwei massiven Gesteinsschichten, die eine faszinierende Zeitlücke darstellt, die es laut unseren Geschichtsbüchern nicht geben dürfte. Man geht davon aus, dass die Zeitspanne Hunderte von Millionen Jahren umfasst. Und es gibt einen plötzlichen Übergang von sehr alten Gesteinen im unteren Teil zu neueren, jüngeren Gesteinen im oberen Bereich. Die krasse Trennung ist einfach atemberaubend und stellt eine Verschmelzung zwischen zwei sehr unterschiedlichen geologischen Perioden dar. So verlockend die Great Unconformity auch sein mag, sie gibt den Wissenschaftlern doch ein Rätsel auf. Die Millionen Jahre lange Lücke in dieser Anomalie ist immer noch ein Rätsel. Was geschah eigentlich in diesen Millionen Jahren? Der Boden des Grand Canyon enthält uralte Gesteine, die Millionen von Jahren der Abnutzung unterworfen waren. Darüber befinden sich neuere Schichten von Sedimentgestein, die von Flüssen, Meeren und anderen Naturgewalten geformt wurden. Der krasse Gegensatz, der hier zu sehen ist, hat die Forscher verblüfft. Aber ein paar geniale Köpfe wie Graham Hancock haben es geschafft, den Code zu knacken. Graham Hancock zufolge muss ein bestimmtes planetarisches Ereignis wie eine massive Vergletscherung oder eine Überschwemmung den scharfen Kontrast verursacht haben, der in der großen Diskordanz zu sehen ist. Vielleicht hat die kolossale Flut die alte Schicht abgetragen und dann schnell neue Schichten von Sedimentgestein aufgeschichtet, um die einzigartige Anomalie zu schaffen, die wir heute sehen. Theorien zur antiken Zivilisation. Die verrückte Erosion durch eine solche Flut muss dazu geführt haben, dass es keine Gesteinsreste oder Überlebende aus dieser Zeit gibt, was das Rätsel noch vergrößert. Graham Hancocks Flood Theory ist nicht weit hergeholt, denn viele Forscher und Geschichtsbücher verschiedener Kulturen verweisen auf eine katastrophale Flut, die die Erde vor Tausenden von Jahren überschwemmte. Ein solcher Hinweis findet sich in der christlichen Bibel und wird gemeinhin als Noahs Flut bezeichnet. Bei jahrzehntelangen Erkundungen im Grand Canyon wurden viele uralte Fossilien gefunden, die möglicherweise Opfer dieser großen Flut wurden. Einige Experten vermuten sogar, dass der Grand Canyon durch massive Erosion entstanden ist, weshalb er viele steile Landschaften und extravagante Hochebenen aufweist. All dies deutet darauf hin, dass Graham Hancocks Vorhersage richtig war. Graham Hancock ist heute eine bemerkenswerte Persönlichkeit in der Welt der historischen und wissenschaftlichen Forschung. Er wurde 1950 in Edinburgh geboren und wechselte von der Soziologie zum Journalismus, bevor er sich mit prähistorischen Geheimnissen und alten Zivilisationen beschäftigte. Hancock hat mehrere interessante Bücher geschrieben, in denen er einige seiner tiefgründigsten Theorien und Erkenntnisse darlegt. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören Fingerabdrücke der Götter und Magier der Götter. Er tritt auch regelmäßig in der Joe Rogan Show auf, wo er einige seiner verblüffenden Theorien erörtert. Die meisten von Hancocks Arbeiten, insbesondere seine Interpretationen historischer Dokumente und archäologischer Beweise, haben ihm den Titel eines Pseudoarchäologen eingebracht. Er hat eine bemerkenswerte Gabe.
Dinge auf eine Art und Weise zu analysieren, wie es sonst niemand kann, und dabei die interessantesten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu gewinnen. Kürzlich hat er eine solche interessante Schlussfolgerung über den Grand Canyon gezogen, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Wellen schlug. Hancock enthüllte, dass unter dem faszinierenden Park eine uralte, hochentwickelte Zivilisation lebte. Wie ein Indiana Jones des 21. Jahrhunderts blickte Hancock in den Grand Canyon, wie es zuvor noch kein Tourist oder Forscher getan hatte. Dank seiner scharfen Wahrnehmung und seiner Neugier brachte er einige interessante Erkenntnisse ans Licht. Hancock zog bahnbrechende Schlussfolgerungen aus seinen eigenen Entdeckungen, sowie aus der gründlichen Erforschung historischer Aufzeichnungen von Menschen, die den Grand Canyon in der Vergangenheit erkundet hatten. John Wesley Powells Erkundung. Einer dieser Menschen, der den Grand Canyon in der Vergangenheit erforscht hatte und Hancock inspirierte, war John Wesley Powell. Powell begann seine Erkundung des Grand Canyon in den 1800er Jahren, als der Canyon noch kein Nationalpark war und die Menschen sich nicht für ihn interessierten. Powell war jedoch von den seltsamen Felsen in dieser Gegend fasziniert. Und so begab er sich trotz aller Widrigkeiten in das Gebiet und untersuchte die Weiden, das Hochland, die Flüsse und alles, was er finden konnte. Der junge Abenteurer träumte davon, eine Karte des Grand Canyon zu zeichnen und seine Geschichte zu erfahren. Obwohl es nicht viele Werkzeuge oder Technologien gab, die ihm bei seiner revolutionären Expedition halfen, machte Wesley Powell doch einige interessante Entdeckungen. Er entdeckte, dass die behauenen Felsen im größten Teil des Canyons über Millionen von Jahren vom Wasser geformt worden waren. Er erkannte auch, dass diese Felsen viele wichtige Informationen über die Vergangenheit der Menschheit enthielten. In der Tat waren sie wie eine Art Zeitmaschine, die einen Blick in die Vergangenheit ermöglichte. Wesley Powells sensationelle Beschreibung und Analyse des Grand Canyon weckte das Interesse vieler Menschen an diesem einst verlassenen Wunderland. Und es dauerte nicht lange, bis andere Entdecker auf den Plan traten. G. E. Kincaids Entdeckung. Eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die eine bahnbrechende Entdeckung über den Canyon machten, war der berühmte Entdecker G. E. Kincaid. G. E. Kincaid war ein Draufgänger, ein Mann, der alles tun würde, um den wahren Grund von allem und jedem zu ergründen, was er wirklich erforschen wollte. Er entdeckte den Grand Canyon im Jahr 1908, etwa zu der Zeit, als Präsident Teddy Roosevelt versuchte, den Ort für Bergleute und Holzfäller tabu zu machen. Kincaid wollte den Canyon in seiner ganzen Pracht sehen, bevor Teile davon für immer abgeschnitten wurden. Und so witterte der Draufgänger eine letzte Gelegenheit für ein Abenteuer und fuhr mit einem Boot den Colorado River hinunter und in das riesige Wunderland. Zu dieser Zeit war der Grand Canyon reich an Mineralien, Gold und Silber, so dass Kincaid in jedem Fall davon profitieren konnte. Doch was dieser Mann in der Schlucht fand, war mehr als nur Edelmetall. Was er fand, sollte sich als die weltbewegendste Entdeckung des Jahrhunderts herausstellen. Etwa 40 Meilen flussaufwärts bemerkte Kincaid mehrere seltsame Markierungen in den Felsformationen. Das weckte sein Interesse und veranlasste ihn, zu Fuß weiterzusuchen. Es gab keinen klaren Weg, dem er folgen konnte. Also verließ sich der Abenteurer allein auf seinen Instinkt. Kurze Zeit später sah er einige rätselhafte Dinge, die ihm klar machten, dass der Canyon mehr zu bieten hatte, als man sich je hätte vorstellen können. Das erste, was Kincaid auffiel, waren die vielen Stufen, die wie eine Treppe in den Sandstein gehauen waren. Das Bauwerk schien von Menschenhand geschaffen worden zu sein, was Kincaids Neugierde noch mehr weckte. Der junge Schatzsucher wusste, dass er etwas Großem auf der Spur war, also ging er weiter, ohne Verstärkung zu rufen oder den Behörden zu melden, was er sah. Am Ende der Treppe stieß Kincaid auf einen verborgenen Gang. Inzwischen befand er sich tief im Herzen des Grand Canyon, und die Dunkelheit war überwältigend. Die Höhle war so gut versteckt, dass kein einziger Lichtstrahl in sie eindringen konnte. Doch mit seiner Taschenlampe bewaffnet, war Kincaids episches Abenteuer noch lange nicht zu Ende. Kincaid zoomte seine Umgebung mit der Taschenlampe heran, und was er sah, ließ ihn nach Antworten suchen. An den Wänden waren seltsame Symbole und Hieroglyphen zu sehen, die er sich nicht erklären konnte. Sie sahen so seltsam aus, wie nichts, was ihm je begegnet war. Aber vor allem bedeuteten diese Symbole eines: Hier lebten einst Menschen. Als Kincaid tiefer in den Tunnel eintauchte, fand er noch mehr dieser rätselhaften Wandschnitzereien und Zeichnungen und stellte fest,
dass der Gang immer schmaler wurde. Es gab auch Seitengänge, die zu mehreren Räumen mit ovalen Türöffnungen führten. Die Räume hatten kreisförmige Lufträume, von denen Kincaid annahm, dass sie der Belüftung dienten. Außerdem waren die Wände dieser Räume sehr stark und dick, über 3 Fuß hoch. Diese geheimen Kammern waren von überwältigender Architektur und ein Wunderwerk der Technik. Den Inschriften an den Wänden nach zu urteilen, muss der Stamm, der hier lebte, sehr alt gewesen sein. Das Niveau der hier angewandten Technik und Architektur lässt auf ein Volk mit fortgeschrittenem Wissen schließen, das seiner Zeit wahrscheinlich voraus war. Als er alle Teile zusammenfügte, fand sich Kincaid in einem rätselhaften Netz aus Geheimnissen und Wundern wieder. Und viele Fragen gingen ihm durch den Kopf. Welcher Stamm oder welche uralte Zivilisation lebte hier? Und woher hatten sie so meisterhafte Kenntnisse in Technik und Architektur? Um das Rätsel noch zu vervollständigen, gab es noch weitere Funde, wie ein gemeißeltes Idol, eine Sammlung verschiedener Werkzeuge aus Kupfer, Rückstände von Schlacke und Holzkohle und bestimmte reflektierende Steine. All dies waren deutliche Hinweise auf die Anwesenheit von Menschen, die Kincaids Überzeugung, dass hier einst ein Stamm oder ein altes Volk gelebt hat, noch verstärkten. Der eigentliche Augenöffner kam jedoch, als Kincaid eine bestimmte Kammer tief in dem verschlungenen Netzwerk von Gängen betrat. Kincaid war völlig schockiert, als er etwas fand, von dem er nie gedacht hätte, dass es im Grand Canyon existiert. Genau in dieser Kammer befand sich ein Grab, wie man es in Ägypten findet. Aber das war noch nicht alles. Am Kopfende jeder Mumie befand sich eine kleine Bank, auf der Muster von Kupferbechern und Fragmente von zerbrochenen Schwertern lagen. Der ganze Anblick war verblüffend, aber es war das letzte und endgültige, was Kincaid oder jeder andere Forscher nach ihm brauchte, um zu bestätigen, dass Menschen tatsächlich in diesen tiefen, dunklen Höhlen siedelten. Die rätselhaften Funde im Canyon. Die Vorstellung, dass eine uralte menschliche Zivilisation diese riesige Wildnis bewohnte, schien so zweideutig, wie eine erfundene Geschichte. Aber dann sind die Beweise überwältigend. Es wäre ziemlich widersprüchlich anzunehmen, dass diese mumifizierten Körper und all die anderen Dinge, die in diesen Höhlen gefunden wurden, aus dem Nichts aufgetaucht sind. Diese Beweise werfen jedoch einige Fragen zur Geschichte der Menschheit auf. Wer waren diese alten Stämme und wie haben sie im Grand Canyon gelebt? Wie lange ist es her, dass sie hier gelebt haben? Und was hat zu ihrem Verschwinden geführt? Der Grand Canyon soll bis zu 6 Millionen Jahre alt sein. Viele Forscher haben berichtet, dass das Gebiet seit Tausenden von Jahren ein sicherer Hafen für die amerikanischen Ureinwohner war. Diese Clans und kleinen Gruppen von Einzelpersonen bauten Siedlungen im Canyon und bewohnten auch die zahlreichen Höhlen. Einige Stämme betrachteten den Ort sogar als heilige Stätte. Bis heute werden von den Einheimischen, die entlang des Colorado River in der Nähe des Canyons leben, bestimmte Geschichten erzählt. Eine der berühmten Geschichten dieser Einheimischen besagt, dass der Canyon einst von einem einzigartigen Volk bewohnt wurde, das als eine Einheit lebte. Doch im Laufe der Zeit brauten sich Krisen und Unstimmigkeiten unter den Menschen zusammen, und sie trennten sich in 2 Clans. Der eine Clan wurde das Volk des einen Herzens genannt, der andere das Volk der 2 Herzen. Später wuchs die Zwietracht, und der Häuptling des Stammes, ein Mann namens Machado, forderte die Menschen des einen Herzens auf, die Siedlung zu verlassen. Es gab jedoch keinen Ausweg. Und so pflanzte der allwissende Häuptling einen Baum, der so wuchs, dass er durch das Dach der geheimen Höhle brach und eine Öffnung schuf. Durch diese Öffnung konnte das Volk des einen Herzens entkommen und eine neue Siedlung in der Nähe des Colorado-Flusses finden. Von da an begannen sie mit dem Anbau und der weiteren Ausbreitung in andere Teile des nahegelegenen Landes. Diese Geschichte stammt vom Volk der Hopi, einem nordamerikanischen Stamm, der im Nordosten von Arizona lebt. Das einzigartige Volk wird auch Pueblo-Indianer genannt und ist für seine einzigartige Kultur bekannt, die viel mit Malerei zu tun hat. Die faszinierende Geschichte wurde von dem Künstler Dewey E. Rollins, nachdem er ein Jahr lang die Kultur der Hopi-Indianer kennengelernt hatte. Bislang gibt es grobe Spekulationen, dass die Vorfahren des Hopi-Volkes den Grand Canyon bewohnten. Aber es gibt immer noch einige Rätsel darüber, wie es diesen Menschen gelang, in einer solchen Umgebung zu überleben. Die weitläufigen Höhlen wirkten wie eine riesige Unterwelt, aber andererseits schienen sie auch zu unbewohnbar für Menschen. Die Beteiligung des Smithsonian und das Verschwinden von Beweisen. Frühe Entdecker wie G. E. Kincaid, die sich in diese Regionen wagten, bestätigten, dass sie ziemlich riskant und schwierig waren.
Kincaid war der Kopf hinter vielen der frühen Entdeckungen in diesen alten Höhlen im Grand Canyon. Tatsächlich erforschte er die Höhlen so sehr, dass er ihnen den Namen Kincaid Citadel gab. Der Eingang zur Kincaid-Zitadelle befindet sich etwa 1486 Fuß tief in einer Steilwand des Grand Canyon. Allein der Zugang zu dieser Konklave über diesen Eingang ist lebensbedrohlich. Darüber hinaus muss man mit dem zerklüfteten Gelände, den engen Gängen und der großen Dunkelheit fertig werden. All dies macht das Abenteuer noch tückischer, ein Albtraum für schwache Nerven. Kincaid sah sich so vielen Schwierigkeiten gegenüber, dass er sich an das Smithsonian Institute wandte, um dessen Hilfe und Unterstützung zu gewinnen. Er schrieb seine rätselhaften Höhlenfunde auf, in der Hoffnung, das Institut dazu zu bewegen, sich ebenfalls für die Höhlen zu interessieren. Wie es der Zufall wollte, bekam Kincaid, was er verdiente. Ein Team von mehr als 40 Experten, darunter Wissenschaftler, Forscher und Journalisten, wurde losgeschickt, um tief in den zauberhaften Weiten der Höhle zu graben und Antworten auf das Rätsel zu finden. Ein renommierter Wissenschaftler, Professor S. A. Jordan, schloss sich mit Kincaid zusammen, um das neue Team zu leiten. Das Ziel war einfach, die Wahrheit über dieses unterirdische Haus und die darin lebende Zivilisation herauszufinden. Im Laufe der Expedition wurden mehrere erstaunliche Artefakte entdeckt. Jedes einzelne ist ein Zeugnis der überflüssigen Zivilisation, die sie besaß. Mit der Zeit fügten sich diese kleinen Teile zusammen und gaben Wissenschaftlern und Forschern ein Bild davon, wie das alte Volk einst lebte. In der Tat hatten sich innerhalb der Gruppe mehrere plausible Theorien herauskristallisiert, und es sah so aus, als würde das Rätsel bald ein Ende finden. Doch gerade als das Team den Höhepunkt seiner Untersuchungen und Erkenntnisse erreichen wollte, geschah etwas Schockierendes. Jedes einzelne Artefakt und jede Mumie, die an die Smithsonian-Behörde geschickt worden waren, verschwanden auf mysteriöse Weise. Als Kincaid sich erkundigen wollte, was mit seinen wertvollen Artefakten und Mumien geschehen war, wurde er abgewiesen. Es war ein rätselhaftes Szenario, bei dem mehrere Finger auf verschiedene Personen zeigten. Die Dinge nahmen die seltsamste Wendung, aus Kincaid und Jordan, die beiden Männer, die diese Forschung anführten, auf mysteriöse Weise verschwanden. Es war völlig schockierend, da niemand eine Spur dieser Männer finden oder ihren Aufenthaltsort angeben konnte. Doch abgesehen von den vermissten Personen bedeutete diese Wendung der Ereignisse auch, dass die einst großartige Expedition zu Ende gehen würde. Ohne Kincaid und Jordan gab es keine Möglichkeit mehr, die Wahrheit über die Höhlen im Grand Canyon herauszufinden. Diese Männer verschwanden mit einer unvorstellbaren Fülle an Wissen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Hunderte von Arbeitern und klugen Köpfen, die sich versammelt hatten, um an der bahnbrechenden Entdeckung mitzuwirken, nach und nach auflösten. Und interessanterweise gab keiner der Arbeiter einen Hinweis auf den möglichen Verbleib der beiden Männer. Im Handumdrehen waren alle verschwunden. Doch damit war das Rätsel noch nicht zu Ende. Die Konspiration und die Rolle der Regierung. Kurz nachdem sich das Team aufgelöst hatte, sperrte die Regierung das Gebiet ab. Dieser Schritt löste viele Fragen und Kontroversen aus. Warum sperrte die Regierung diesen Teil des Grand Canyon? War es wegen der Gefahren, die in den Höhlen verborgen waren? Oder gab es etwas an diesen Höhlen, das man der Öffentlichkeit vorenthalten wollte? Die Regierung gab nie eine Erklärung für diese drastischen Maßnahmen ab. In der einen Minute waren die Höhlen noch offen, und in der nächsten Minute zogen bewaffnete Männer in Schwarz durch die Höhlen und hielten die Leute vom Gelände fern. Die Geheimniskrämerei und die Seltsamkeit der ganzen Sache machten sie ziemlich rätselhaft und verdächtig. Die Situation wird noch rätselhafter, wenn man den Zeitpunkt des Geschehens bedenkt. Einige Verschwörungstheoretiker vermuten sogar, dass die Regierung etwas mit dem plötzlichen Verschwinden dieser Männer zu tun haben könnte. Vielleicht haben sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, bei der die Männer in Schwarz nicht riskieren konnten, dass sie an die Öffentlichkeit gelangt. Also mussten sie diese Männer verschwinden lassen und auch das Gebiet unzugänglich machen, um zu verhindern, dass künftige Abenteurer diese dunklen Geheimnisse entdecken. Seit diesen Ereignissen in den 90er Jahren sind die Spekulationen in vollem Gange. Dennoch sind die Neugierde und das Interesse am Grand Canyon ungebrochen. Tatsächlich haben sich Männer wie Graham Hancock auf die Suche gemacht und wollen das Rätsel ein für alle Mal lösen. Hancock ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Einblick in das Geheimnisvolle und Unerklärliche. Er hat sich darauf spezialisiert, Dinge an Orten zu untersuchen, an die sich andere nicht trauen. Und er tut dies mit einem besonderen Blick.
Hancock wurde in den Medien häufig für seine tiefgründigen pseudowissenschaftlichen Theorien gelobt, von denen einige bestimmte Phänomene auf eine Weise erklären, wie es Wissenschaftler niemals könnten. So teilte Hancock der Welt mit, dass eine untergegangene Zivilisation die Pyramiden der Sphinx in Ägypten erschaffen hat. Ihm zufolge geht diese Zivilisation bis in die Eiszeit zurück und könnte in der Tat außerirdisch sein. Hancock hat auch mehrere andere alarmierende Theorien über die Antarktis, Außerirdische, Atlantis und viele andere interessante Orte und Konzepte verbreitet. Dieser Pseudoarchäologe und Forscher versteht es, Geschichte mit Fakten, Theorien und realen Belegen zu vermischen, um fantastische Ansichten und Erklärungen für einige der verblüffendsten Rätsel des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Interessanterweise akzeptieren renommierte Wissenschaftler sogar die meisten von Hancocks Theorien. Und wie einige andere zuvor erfreut sich auch diese Theorie über den Grand Canyon großer Beliebtheit. Obwohl die plötzliche Schließung der Höhlen und der Umgebung durch die Regierung es Experten wie Graham Hancock unmöglich macht, die Höhlen persönlich zu erforschen, ist es ihm gelungen. In jahrelanger mühsamer Forschungsarbeit und mit Hilfe von Daten tiefgreifende Theorien aufzustellen. Doch Hancock ist mit diesem noblen Unterfangen nicht allein. Mehrere Forscher und Entdecker haben sich von diesen Höhlen angezogen gefühlt, und einige wagen den Schritt, über die üblichen Theorien hinauszugehen und die Wahrheit selbst herauszufinden. Jerry Wills und seine Ermittlungen. Einer dieser Menschen ist der Forscher Jerry Wills. Wills und seine Frau widmeten mehrere Jahre ihres Lebens der Erforschung und Entdeckung dieser unterirdischen Zivilisation. Zunächst versuchten sie, den Eingang der Kincaid-Zitadelle zu finden, trotz der offensichtlichen physischen und psychologischen Hindernisse, die von der Regierung errichtet wurden. Schockierenderweise stand das Duo jedoch unter ständiger Beobachtung durch ein nicht identifiziertes Flugzeug. Dies vermittelte ihnen den Eindruck, dass die Regierung jeden ihrer Schritte beobachtete. Schließlich stießen Jerry Wills und sein Team auf einen bestimmten Tunnel, der zu dem Gebäude führen sollte, aber seltsamerweise fanden sie Zementblöcke und mehrere Ausrüstungsgegenstände, die darauf hindeuteten, dass dort jemand war. Das Mysterium war sehr rätselhaft, da das gesamte Gebiet eigentlich gesperrt sein sollte. Dies warf bei den Experten mehrere Fragen auf. Wer oder was hat diese Höhlen erforscht? War es die Regierung? Und wenn ja, warum? Im Laufe der Jahre sind einige seltsame, aber plausible Verschwörungstheorien zu diesem Rätsel aufgetaucht. Alien-Theorien über den Grand Canyon. Eine weit verbreitete Theorie besagt, dass die Höhlen Beweise oder Überreste von Außerirdischen oder Außerirdischen enthalten. Einige Theoretiker sind der Ansicht, dass es sich bei der alten Hochkultur, von der Graham Hancock sprach, um eine außerirdische Zivilisation handeln könnte. In der Tat könnten in den tiefsten, dunkelsten Teilen dieser Höhlen Überreste von Außerirdischen verborgen sein. Die Geheimniskrämerei der Regierung um den Grand Canyon, insbesondere um diesen Teil, scheint diese Theorie zu bestätigen. Seit Jahrzehnten sehen wir, dass die US-Regierung ein gewisses Maß an Geheimhaltung, wenn es um paranormale oder übernatürliche Angelegenheiten geht. Von UFOs bis hin zu Sichtungen von außerirdischen und seltsamen, unerklärlichen Phänomenen werden viele der dokumentierten außerweltlichen Ereignisse und Gegenstände geheim gehalten. Immer wieder haben Whistleblower und vermeintliche Zeugen die Katze aus dem Sack gelassen und schockierende Details über die Zusammenarbeit der Regierung mit Außerirdischen und Außerirdischen enthüllt. Zu den schockierenden Enthüllungen gehören die Wiederbeschaffung und das Reverse Engineering von außerirdischer Technologie und DNA, die Durchführung geheimer Experimente und so weiter. Seltsamerweise geben weder die Regierung noch ihre Behörden die Existenz von Außerirdischen zu. Doch erdrückende Beweise und Aussagen von Piloten, Astronauten und anderen wichtigen Amtsträgern in Behörden wie der CIA und der NASA haben die Öffentlichkeit vermuten lassen, dass hinter den Kulissen eine Menge vor sich geht. Das Beharren der Regierung auf der Geheimhaltung der Grand Canyon-Höhlen ähnelt ihrer Geheimhaltung von Orten wie Area 51, einem Ort, der Gerüchten zufolge ein Zentrum für die Erforschung von außerirdischen und außerirdischer Technologie ist. Aber auch die Entdeckung von Hieroglyphen in der unterirdischen Kammer spricht für die Theorie einer außerirdischen Verbindung. Das alte Ägypten und außerirdische Verbindungen. Diese Symbole ähneln denen der alten ägyptischen Kultur. Wenn es eine Zivilisation gibt, der Verbindungen zu Außerirdischen nachgesagt werden, dann ist es das alte Ägypten.
Von den prächtigen Pyramiden bis hin zu den atemberaubenden Technologien, wissenschaftlichen Kenntnissen und der Magie, über die diese alten Menschen verfügten, scheint alles darauf hinzudeuten, dass sie Hilfe von einer fortgeschrittenen Ethnie jenseits der Sterne hatten. Die Pyramiden zum Beispiel sind ausgiebig untersucht worden. Und viele Experten haben bestätigt, dass die Architektur und das Fachwissen, das in ihnen steckt, einfach wahnsinnig sind. Der Bau solch massiver architektonischer Strukturen wäre selbst nach heutigen Maßstäben und Technologien äußerst schwierig. Aber die alten Ägypter haben nicht nur diese Dinger gebaut, sondern es auch geschafft, die Pyramiden nach den Himmelskörpern in den Himmelsrichtungen auszurichten. Dies zeugt von einem hohen Maß an Intelligenz und fortgeschrittenem Wissen über den Kosmos, was für die Menschen jener Zeit nicht möglich gewesen sein dürfte. Außerdem wiegen die meisten der Steine, aus denen die Pyramiden bestehen, mehrere Tonnen. Experten rätseln immer noch, wie diese angeblich so zerbrechlichen Menschen die Steine Hunderte von Metern in die Luft befördert haben sollen. Bestenfalls kann man sagen, dass sie Hilfe von bestimmten mächtigen Wesen hatten, vielleicht von Riesen. Auf jeden Fall hat das alte Ägypten eine Fülle von archäologischen Wundern hinterlassen, darunter seltsame Höhlenzeichnungen, Mumien und Artefakte. Daher ist es höchst verdächtig, die gleichen Mumien, Muster und Symbole im Grand Canyon zu finden. Sie deutet auf eine alte, geheime Beziehung hin, die zwischen den Höhlenbewohnern und den alten Ägyptern bestanden haben könnte. Aber was genau könnte diese Beziehung sein? Waren diese Höhlenbewohner Außerirdische? Oder waren sie eine Ethnie von Menschen, die wie die alten Ägypter Hilfe von außerirdischen Wesen erhielten? Die Spekulationen überschlagen sich, und die Experten haben immer mehr Fragen als Antworten. Zum einen ist die geografische Entfernung zwischen dem Grand Canyon in den USA und den Höhlen oder Pyramiden in Ägypten wahnsinnig groß. Diese beiden Orte miteinander in Verbindung zu bringen, scheint völlig abwegig. Es sei denn, man will Außerirdische ins Spiel bringen. Es ist denkbar, dass die Außerirdischen sachkundige Personen aus Ägypten in die Höhlen des Grand Canyon brachten und so die Weitergabe und Verbreitung von Wissen erleichterten. Mangel an Beweisen und Regierungsverschwörung. Diese Theorien scheinen zwar möglich, doch das eklatante Fehlen solider Beweise in den historischen Aufzeichnungen lässt Raum für Zweifel. Einige Wissenschaftler haben jedoch auf einen bekannten Verdächtigen hingewiesen, die Regierung. Angesichts der kontroversen Geschichte der Geheimhaltung in Bezug auf außerirdische Angelegenheiten fragen sich viele, ob geheime Dokumente, die auf höchster Ebene versteckt sind, den Schlüssel zur Wahrheit über Außerirdische enthalten. Diese Situation wirkt wie eine Verschwörung innerhalb einer Verschwörung. Nehmen wir zum Beispiel das mysteriöse Verschwinden von Kincaid und Jordan. Gerade als die Regierung intervenierte. Könnte es sein, dass wichtige Beweise und Dokumente im Zusammenhang mit den Pyramiden spurlos verschwunden sind? Die Fragen häufen sich, und Experten wie Graham Hancock suchen weiter nach Antworten und stoßen dabei auf weitere Rätsel. Und hier wird es noch spannender. Was wäre, wenn dieselbe alte außerirdische Zivilisation, die Ägypten beeinflusst hat, zurückkehren und die Zukunft der Menschheit gestalten würde? Der Grand Canyon, ein ohnehin schon geheimnisumwitterter Ort, birgt seinen eigenen Anteil an dunklen Geheimnissen. Zahlreiche Entdecker und Besucher haben von unheimlichen Begegnungen in dieser beeindruckenden Landschaft berichtet. Und in den letzten Jahren haben seltsame UFO-Sichtungen und bizarre Lichter am Himmel die Faszination noch verstärkt. Diese beunruhigenden Ereignisse deuten darauf hin, dass unter der Oberfläche des Canyons etwas Unheimliches lauert. Um die Sache noch mysteriöser zu machen, sind schon unzählige Menschen im Grand Canyon spurlos verschwunden, ohne dass die Behörden eine Erklärung dafür hatten. Selbst nach umfangreichen Such- und Rettungsaktionen wurde nur ein kleiner Teil der Vermissten jemals gefunden. Kombiniert man dies mit seltsamen Todesfällen, Geisterbegegnungen und unerklärlichen Phänomenen am Himmel, ist es kein Wunder, dass viele glauben, der Grand Canyon sei verflucht oder spuke. Könnten außerirdische Kräfte oder etwas noch Übernatürlicheres für die ungeklärten Rätsel verantwortlich sein, die dieses riesige Wunderland heimgesucht haben? Die Wahrheit bleibt schwer fassbar, aber da der Grand Canyon für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sind die Geheimnisse immer noch reif für eine Entdeckung. Vielleicht werden wir eines Tages endlich die seltsamen Geheimnisse dieses paradoxen Ortes lüften. Wenn dir dieser Einblick in die Geheimnisse des Grand Canyon gefallen hat, vergiss nicht, ihn zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken,
damit du keine weiteren atemberaubenden Geschichten mehr verpasst. Wir haben noch viel mehr gemeinsam zu erforschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.